Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree. Ich bin Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie und anderer Kram. Und ich will euch hier Reaction-Videos anbieten, wo wir ein bisschen Deep Dive machen. Und uns ein bisschen mehr mit Bedeutungen von Songs auseinandersetzen. Und verschiedenen Perspektiven, die da drin enthalten sein können, weil wir so gerne in unserer eigenen Bubble rumtüdeln. Deswegen bin ich selber auch so Fan von Reaction-Videos. Und wir haben im letzten Video schon High Ren ausgecheckt. Und dieses Mal bleiben wir bei dem Künstler und gucken uns Sick Boy an. Ich war ein bisschen unsicher, ob ich das Lied nehmen sollte, weil es ist ja nun mal Rens Baby. Es hat sich nochmal gezeigt, wie wichtig ihm dieser Song ist, durch diese ganze Cujo-Geschichte, von der viele wahrscheinlich schon einiges mitbekommen haben. Die es noch nicht mitbekommen haben, da war eine ganze Rechtsstreitgeschichte wegen einem Beat. Ich verlinke euch das Video einfach mal, wo er sich ein bisschen ausgelassen hat. Aber es gibt auch nochmal Interviews dazu, wo er ein bisschen erklärt, worum es in der Situation ging. Wäre jetzt hier viel zu tief. Und heute geht es auch um ein anderes Lied, nämlich Sick Boy. Und obwohl ich Coach und Heilpraktikerin bin, oder Heilpraktikerin Psychotherapie, bin ich nicht so im Gesundheitssystem verankert, wie es Psychotherapeuten sind. Und das ist tatsächlich auch eine ganz bewusste Wahl von mir gewesen. Weil es da echt viel Einschränkungen gibt. Viel Bürokratie und viel Kram. Und darum wird es unter anderem auch in dem Lied gehen, aber ich möchte gern eher den Fokus darauf legen, was es auch hier für verschiedene Perspektiven in dem Song gibt. Und diese mit euch ein bisschen erörtern. Von daher, lasst uns loslegen und mal in den Song reinhören. Hi Ren, thank you for coming in today. Thanks for seeing me. Looking at your file here, it seems there's a very apparent interplay with your emotional state and your physical body. Have you ever heard of the trauma response? I don't think so. Basically, our bodies can get stuck in a negative feedback loop. Our subconscious can repeat patterns from the past, which can have a pretty drastic downstream effect on our biology. Essentially, your mind is making you sick. Da würde ich jetzt gern schon einhaken. Es ist tatsächlich echt eine schwierige Kiste, ne? Das, was sie ihm da sagt. Ja, es ist Aufklärung auf der einen Seite. Ne? Und es ist manchmal sehr gut aufgeklärt zu werden über das, was da passiert im Körper. Aber erstens, Ren hatte nie eine psychologische Erkrankung in dem Sinne, sondern es gab eine Ursprungserkrankung, nämlich Borreliose. Und zweitens hat sie ihm halt gesagt, eigentlich macht dein Geist dich krank. So, deine Psyche. Das ist das Problem und die macht deinen Körper krank und deswegen geht's dir so scheiße. Piep. Und das macht viel mit einem, wenn man sowas hört. Zum einen fühlt man sich ohnmächtig, so weil, ich fange mal anders an, es macht viel Verantwortung. Wenn jemand sagt, dein Kopf ist es, der dich krank macht, dann heißt das, dass es meine Gedanken sind, meine Themen, meine Probleme. Sie erzählt ja auch von Trauma Response. Also, was hast du so in deinem Leben erlebt? Gibt es da irgendwas, was du noch nicht verarbeitet hast, wo du dich mal drum kümmern müsstest, was wir hier in der Therapie bearbeiten könnten? Und das gibt ihm quasi die Verantwortung, dass wenn er nur mal seinen Kopf und seine Psyche hinkriegt, dass es seinem Körper dann auch wieder besser gehen wird. Und ich schätze mal, dass er schon viel gemacht haben wird und das nicht geholfen hat.
Und das bringt einen dann irgendwann in das Ohnmachtsgefühl, in die Verzweiflung, weil man dann anfängt an sich zu zweifeln. Oder eben anfängt an dem Scheißsystem, an dem System zu zweifeln. Ich muss aufhören mit diesen Wörtern. Und es könnte ja auch durchaus sein, es gibt genügend Leute, die mit Traumafolgestörungen zu tun haben. So ist es nicht. Ja. Aber da gibt es inzwischen sehr, sehr effektive und echt gute Methoden. Ja. Ich lasse es erstmal so stehen. Wir gucken mal weiter. Die Maske. Auch da, wie beim ersten Video auch bei Hiren, die Schweinsmaske, die für Gier steht. Und da sind wir auch wieder beim System. Was die Pharmaindustrie, was die Krankenkassen, was die Ärzte mit unserer Krankheit verdienen. So, es ist eigentlich ein Krankheitssystem, kein Gesundheitssystem. Aber ja, ne? Ob es jetzt nun die Wissenschaft ist, die gerne neue Medikamente ausprobieren will, kommen wir später noch zu. Oder ob es die Ärzte sind, die mit den Kassen zusammenarbeiten, um genügend Geld reinzukriegen, weil die Kassen nur bestimmte Sachen bezahlen und natürlich nicht die neuen, teuren, innovativen Sachen. Ja. Jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. Ist in Ordnung. Wir gucken jetzt weiter. Ihr habt eine Ahnung. Sick boy, bitten by a tick boy, looking for that fix boy, anabolic steroids, damn cell, poster boy, pass out, white noise, quick fix, snake oil, I'm about to break boy. Oh, what a shame, he's in pain, have another go, take another pill, here, take a couple more, let's see how you're doing in another week or so, you'll be feeling worse when the side effects will show, realize. Das kann man hier ganz gut sehen, wovon ich eben gesprochen habe. Dieses Grinsen in ihrem Gesicht, während sie das sagt. Hier, nimm mal noch eine Pille. Oh, schade, dass es dir so schlecht geht. Und es zeigt einfach, ne, wahrscheinlich das, worauf er hinaus möchte, dass die Industrie darauf ausgelegt ist, dir Pillen zu verkaufen, damit es dir besser geht. Aber da hängt ja so viel Scheiß dran, an dieser ganzen Chemie. Und das macht einen oft eher noch kranker, aber das kommt jetzt. Ja, aber das finde ich ganz spannend, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen, ne? Ja, sie guckt jetzt hier tatsächlich sehr überheblich, arrogant, was auch immer. Aber oftmals gibt es auch unter den Ärzten eine große Frustration und eine große Ohnmacht, weil sie ihren Patienten nicht helfen können. Weil sie das ganze Leid mitkriegen und keine Möglichkeit haben, es anders zu handhaben. So, zumindest nicht, wenn sie mit dem Kassensystem arbeiten. Aber auch außerhalb des Kassensystems sind den Ärzten und der Wissenschaft in vielen Dingen auch echt die Hände gebunden, einfach weil uns das Wissen und das Können noch fehlt. So. Und diese Ohnmacht und dieses täglich mit Leid von Menschen konfrontiert sein, das macht auch was mit den Leuten, also auch nicht nur mit den Patienten. Und viele gehen irgendwann in so eine Härte, in so eine Abgrenzung, Abschottung und werden dann so schnippisch, sarkastisch oder eben von oben herab. Was uncool ist, sowohl für die Patienten als auch für die Ärzte, aber das ist irgendeine Form von Schutzmantel quasi, um in dem System weitermachen zu können. So. Und auch dort wird es noch weitere andere Perspektiven geben. Das ist ja immer so komplex, was da alles mit reinspielt an Erfahrungen, die die Leute gemacht haben. Sowohl die Patienten als auch die Ärzte, als auch Pfleger und so weiter und so fort. Wir sind ja alles Menschen mit Geschichten. Weiter geht's.
medication, medical patient, losing patience with the process, walking hand in hand with Satan, complications with the medication, inflammation, dehydration, inhalation, aggravation, building up a toleration. Drown, sucker, drown, sucker, drown, sucker, drown. I've been feeling like I'm drowning with my feet upon the ground. I've been screaming, I've been shouting, but I never make a sound. I've been looking for a way out, but I always seem to drown. Is this all making? Ich finde, man konnte gerade ganz gut bemerken, als er sich hingesetzt hat, wie so die ganze Luft raus war. So dieses, boah, egal was ich mache, ich gehe sowieso jedes Mal irgendwie unter. Ich komme immer, wenn überhaupt, nur kurz zum Luftholen. Und dann geht schon wieder abwärts und nichts hilft wirklich. Und ich fand es ganz spannend, kurz vorher, die Szene, wo er in den Spiegel geguckt hat. Wo haben wir es? Hier. In den Spiegel gucken kann man natürlich auch direkt als Metapher nehmen, ne? Und sich dann selbst zu sagen, Drown Sucker, ist schon eine harte Nummer, aber das werden wahrscheinlich dann auch einfach die Stimmen sein, die da am Start sind. Der gerade von den Side Effects, von den Nebenwirkungen gesprochen. Derealisation, Psychosis und all diese Sachen, also Psychose. Da sind dann lustige Wahnvorstellungen und anderer Krams am Start. Und dann werden die Stimmen, das ist das, was wir auch im ersten Video hatten, wesentlich mehr als einfach nur so ein innerer Kritiker, der an dir rumzweifelt, sondern dann werden die echt fies. So. Und ja, und wie er auch gesagt hat, ich habe das Gefühl, egal wo ich stehe, ich gehe trotzdem unter. Wahrscheinlich sowohl im körperlichen Schmerzbereich als auch im psychischen Bereich, als auch in diesem ganzen System. So. Aber, wo waren wir? Oh, zack, zack. Hat er sich hingesetzt. So. I never make a sound. I've been looking for a way out, but I always seem to drown. Is this all making sense, Ren? Yeah, I think so. Good. What I propose we do is we try to pinpoint the exact experiences from the past that are keeping you stuck. What can you tell me about your childhood? I can't really think. It's okay if nothing comes up right away. What I'd like you to do is take some deep breaths with me. In and out. In and out. Good. Now tell me Bevor es jetzt so richtig losgeht, noch eine kleine Sache. Auch hier kann man es natürlich in der Darstellung ein bisschen anders sehen, ne? Dieses, wie sie guckt und wie sie das macht und dann immer wieder mit dieser Schweinsmaske, die für Gier steht. Aber letzten Endes sind wir hier in so einem krassen Kreislauf gelandet, ne? Wo man einfach nicht mehr weiß, dass es ihm so schlecht geht, die ganzen Symptome, die er hat. Was davon ist eigentlich überhaupt noch der Ursprung von dem, wo er herkommt, von der ursprünglichen Erkrankung? Was sind die Nebenwirkungen von den Medikamenten? Was sind Symptomatiken, die von dem immensen Stress, die er erlebt, ausgehen? Ja, also allein von Klinik zu Klinik, von Arzt zu Arzt, die Erfahrungen, die man da macht, sind teilweise schon für manche traumatisch. So. Nicht für alle, aber auch die Erfahrung, dass nichts hilft, dass keiner weiß, was dir fehlt, kann echt hardcore sein und macht halt immens viel Stress, zusätzlich zu dem, dass du Schmerzen des Todes hast. Ist dein System halt einfach die ganze Zeit im Überlebensmodus und allein das macht auf Dauer schon immens viele Symptome. Das heißt, irgendwann kannst du den ganzen Kram nicht mehr auseinanderfriemeln. Und warum ich das erzähle, das mit dem Atem, ne, da mag man so drüber lächeln. Aber manchmal ist der Atem das, was zumindest das System ein bisschen rausholen kann aus diesem Überlebensmodus. Und okay, komm, atmen, ruhig atmen, wir sind hier in Sicherheit, das ist alles okay. Und dass das ein Weg sein kann, überhaupt erstmal zu gucken, okay, wenn dieser Überlebensmodus unterbrochen ist, was ist dann noch da? Kann er sich dann wieder an die Dinge erinnern? Kriegt er dann wieder Zugriff drauf? So, also, ja, ein Weg.
first thing that comes to your mind? I feel like it's not me, it's the world that's sick. We're given everything we need and we commoditize it. We consume, we destroy like we're parasitic. Science tells us that it's suicide and still we commit. I'm not sick, we are sick. We are standing on a cliff in the name of progress. We jump off the precipice. I'm not sick, I'm the virus, you're the virus, hypocrite. How can you sit there with that smile on and tell me that I'm sick? Sick boy, looking for a fix, boy. Push it down in public, quick pose for the pic, boy. Record label meetings that commodify your gift, boy. Why you so upset? Don't you wanna be a rich boy? Fuck no, industry is cutthroat. I've been doing bits by myself, swimming backstroke, walking on a tightrope, rapping with a slit throat. The way that we persist is like the ending of a bad joke. As the people evolve, we're complacent to assailants and we do what we're told. Counterintelligence, a sight to behold. Rape the earth of all resources and we bleed it for gold. And we bleed it for wealth, we bleed it for fame. But when you bleed it, can you tell me what the fuck will remain? And I bleed in myself, I bleed in my brain. While I'm bleeding, I'm the reason, cause I'm doing the same. Da war jetzt echt viel nochmal enthalten. Ich werde nicht so sehr auf das System eingehen, weil das macht mich nur wütend. Und dafür bin ich nicht hier. Aber ja, er prangert uns alle an. Er prangert uns als Menschen an. Er prangert die Gesellschaft an. Er prangert die verschiedensten Systeme an. Politik, Gesundheitssystem und so viel mehr. Industrie. Und alles basiert auf dem Konzept Mensch. Es gibt ja noch dieses wundervolle Lied Seven Sins von ihm. Und er spricht ja immer wieder dieses menschliche Ding an, was unser Gehirn immer wieder ausspuckt, unter anderem eben auch Gier. So. Und wir sind halt einfach alle kleine Narzissten. So. Wir sind damit geboren, es gibt einen gesunden Narzissmus und einen, der vielleicht ein bisschen drüber ist. Und unsere Gesellschaftsform ist sehr darauf ausgerichtet, diesen Narzissmus zu unterstützen, könnte man sagen, ihn zu feiern. Immer weniger mit Empathie und Emotionen unterwegs zu sein. Unter anderem ist das ein Grund, warum ich auch den Kanal mache, um das wieder mehr in die Welt zu bringen. Weil ich es sehr bedenklich und sehr erschreckend finde, so wie wir inzwischen in unseren Gesellschaften so miteinander umgehen. Hier in Deutschland, besonders hier in Berlin, wo ich lebe. Ich denke mal in vielen Großstädten, in vielen anderen EU-Ländern, überall auf der Welt. So, wir breiten uns aus, wie er gesagt hat, sind ein bisschen parasitär unterwegs und zerstören einfach unsere Umgebung. Und auch hier, ganz am Ende, der Blick in den Spiegel. So. And I do the same. Ich mach's genauso. Bin genauso gestrickt. Mein Gehirn ist genauso gestrickt. Und das ist ganz schön traurig. Und das Coole an uns Menschen ist, dass wir aber eben auch fähig sind, wenn wir es wollen, für Weiterentwicklung, für Empathie, für Back to the Roots, könnte man sagen. Ja, ich guck mal auf meine zigtausend Spickzettel, was ich noch sagen wollte. Gut, ich habe alles. Es ist ein ziemlich geiles Lied. Auch hier kommt wieder zu kurz das ganze Musikalische, der Beat, die Art, wie er rappt, der Text, all das, sein schauspielerisches Talent, das so rüberzubringen, sowohl die Wut, die Verzweiflung, die Ohnmacht, Luft raus,
Ja. Und Respekt an die Schauspielerin, die sich für die Ärztin zur Verfügung gestellt hat. Ja, aber ich kenne diese Verzweiflung mit dem System und meinen Klienten auch. So, auch wenn ich nicht mit den Krankenkassen zusammenarbeite, sehe ich ja immer wieder, dass Leute eigentlich auch aufgrund von Geldthematik eine Therapie machen wollen, eigentlich eine bestimmte Behandlung brauchen, eine Alternativbehandlung sich wünschen zu Medikamenten und sie nicht bezahlt bekommen, obwohl es Alternativen gibt, die inzwischen auch sehr gut sind. So. Und ja, die Verzweiflung bei den Klienten und da nicht weiter helfen zu können, da muss ich auch immer für mich einen Weg finden, als helfen Wollende. Mich auf der einen Seite abzugrenzen und das Ganze nicht mit nach Hause zu nehmen. Und gleichzeitig bei meinem Klienten zu bleiben und für ihn da zu sein, so gut ich das eben kann. Ja. So ist es. Wie geht es euch mit dem Ganzen? Was sind eure Gedanken? Habe ich irgendwas vergessen? Neue Perspektiven? Ich bin immer offen, ich freue mich immer. Irgendwas, was ich vergessen habe. Irgendwas, was ihr euch wünscht. Für die neuen Videos, die nächsten Videos. Und ansonsten, wie immer, ich fände es total cool, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die kleine Glocke läutet oder läuten lasst für das nächste Video und mir ein Like hinterlasst, wenn ihr das Video gut fandet. Also, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.